Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Ich zeige dir heute, wie du ganz einfach eine Makramee-Tasche selber machen kannst. Dieses Projekt steht wirklich schon sehr lange auf meiner Liste. Bis dato habe ich mich nie rangetraut, weil ich dachte, das dauert super lange und ist ein bisschen kompliziert. Aber ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Das Projekt ist wirklich super einfach. Du brauchst dafür nur 3 Knoten und es lässt sich innerhalb von ein paar Stunden umsetzen. Falls Makramee für dich absolutes Neuland sein sollte, dann habe ich dir hier vorab schon mal ein Video verlinkt. In dem zeige ich dir nochmal alle Knoten ganz langsam Schritt für Schritt. Da ich weiß, dass die wenigsten von euch das Video bis zum Ende sehen, sage ich es jetzt schon mal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, und dort findest du außerdem noch viele weitere tolle Makramee- und DIY-Ideen. Ich habe in meiner fertigen Tasche übrigens noch eine alte Handykette, die ich noch übrig hatte, angehängt. Ich finde, das macht das Ganze gleich etwas hochwertiger, aber ich würde sagen, jetzt starten wir einfach. Es geht los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe mir jetzt erstmal hier ein ganz normales Buch geschnappt. Um das werde ich jetzt nämlich gleich mein erstes Seil binden. Und dafür nehme ich jetzt das kurze Seil. Ich habe euch die Längen nochmal in der Infobox aufgeschrieben und am Anfang habe ich das auch nochmal aufgeschrieben. Da könnt ihr einfach zurückspulen. Den ersten Strang lege ich dann in der Mitte zusammen und dann nehme ich diese Mitte und lege die in die Mitte des Buches und binde das dann hier einmal um mein Buch mit einem ganz normalen Knoten fest. Dann drehe ich mir das wieder um. Um dieses festgebundene Seil, hier hinten sind die restlichen Stränge, die lassen wir einfach liegen, machen wir jetzt unsere ersten Knoten. Und zwar starten wir mit dem Buchtknoten. Jetzt nehme ich meine langen Stränge. Und zwar lege ich die ebenfalls in der Mitte zusammen und komme dann mit dieser Schlaufe hier über unseren ersten Strang, den wir um das Buch gebunden haben. Und dann ist hier so eine Schlaufe und durch die gehen wir durch und ziehen dann diesen langen Faden oder diese langen Fäden hier durch und ziehen das fest. Und das ist unser erster Knoten, das ist der Buchtknoten, auch Ankerknoten genannt. Und das wiederholen wir jetzt einfach mit unseren restlichen Strängen. Ich zeige es noch einmal langsam. Ich habe mir diesen ganz langen Strang, passt gar nicht aufs Bild, in der Mitte zusammengelegt und dann komme ich mit dieser Schlaufe hier über diesen Faden drüber und dann durch diese Schlaufe durch und ziehe das fest. Wenn du dann alle Stränge mit Hilfe des Buchtknotens angebracht hast, dann geht es weiter mit dem nächsten Knoten und das ist der sogenannte Kreuzknoten. Kleiner Tipp, du kannst die Breite der Tasche übrigens ganz einfach variieren, also kannst die schmaler oder breiter machen, indem du einfach noch mehr oder weniger Stränge anbringst. Ganz wichtig, es muss allerdings eine gerade Anzahl an Strängen sein, also durch 2 teilbar. Und jetzt zeige ich euch, wie der Kreuzknoten funktioniert. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier erstmal die linken 4 Stränge. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein relatives Wirrwarr, weil die Stränge noch sehr, sehr lang sind. Die werden aber natürlich von Reihe zu Reihe dann kürzer. Dann legen wir uns die 2 mittleren zusammen. Das dauert ja alles ein bisschen länger, weil die so lang sind. Und legen uns dann mit dem linken hier ein L über diese 2 mittleren. Und dann komme ich mit dem rechten über dieses L drüber. Und dann hier hinten bei dieser Lücke, also hinter diesen 2 mittleren Strängen, wieder raus. Und das ziehe ich mir dann schön fest gleichmäßig nach oben. Um den zu vervollständigen, müssen wir das Ganze nochmal spiegelverkehrt machen. Also lege ich mir jetzt ein spiegelverkehrtes L über die 2 mittleren und dann komme ich mit dem linken über das L hier drüber, dann nach hinten durch und hier bei dieser Lücke wieder raus. Und das ziehe ich mir dann wieder fest und das ist jetzt unser erster Kreuzknoten. Ich zeige es nochmal. Wir nehmen uns jetzt die nächsten 4 Stränge, lassen die mittleren 2 zusammen, kommen mit dem linken über die 2 mittleren, so eine Art L, sage ich immer ganz gerne, so kann man sich es ganz gut vorstellen. Und dann kommen wir mit dem rechten über unser L drüber und hier hinten bei dieser Lücke wieder raus.
Und wie schon jetzt mehrmals erwähnt, das ist am Anfang noch etwas schwierig, weil die so lang sind. Dann ziehen wir uns das wieder fest und um ihn zu vervollständigen, machen wir dasselbe nochmal spiegelverkehrt. Also wieder über die zwei mittleren, diesmal starten wir mit dem rechten, kommen dann mit dem linken über unser spiegelverkehrtes L drüber und hier hinten bei dieser Lücke wieder raus. Und das wiederholen wir jetzt die restliche Reihe. Ihr habt jetzt insgesamt 10 Kreuzknoten in der ersten Reihe gemacht und wir starten jetzt mit der zweiten Reihe und dort machen wir jetzt versetzte Kreuzknoten. Bedeutet, wir machen im Prinzip genau dasselbe wie gerade eben, nur dass wir uns jetzt die zwei äußeren Stränge auf jeder Seite weglegen und dann hier die folgenden 4 nehmen. Und hier machen wir dann einfach unsere sogenannten versetzten Kreuzknoten, weil wir 2 von dem vorigen nehmen und 2 von dem zweiten hier nehmen. In eurer zweiten Reihe habt ihr jetzt also 9 Kreuzknoten gearbeitet und jetzt wiederholen wir im Prinzip eigentlich immer nur die erste und die zweite Reihe. Heißt, wir starten jetzt hier wieder mit den ersten 4 Strängen und machen die komplette Reihe durch und in der nächsten Reihe lassen wir dann die äußeren 2 wieder aus und so haben wir dann so einen richtigen, ja, wie so ein Teppich sozusagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sollte das dann bei euch ungefähr aussehen. Ich habe jetzt insgesamt 28 Reihen mit versetzten Kreuzknoten und jetzt geht es hier weiter. Wir wollen jetzt nämlich so eine Art Dreieck hier formen und dafür lege ich mir jetzt nicht nur die äußeren 2 weg, sondern die ersten 4. Und dann mache ich hier wieder ganz normal meine Kreuzknoten weiter. Und hier am Ende lasse ich dann natürlich auch diese 4 Fäden aus. Und das machen wir jetzt einfach immer so weiter. Wir legen jetzt immer 2 Fäden mehr weg. Heißt, hier sind es dann jetzt 6 und auf der anderen Seite dann natürlich auch. Und ihr könnt dann auch auf der Seite anfangen. Also auf welcher Seite ihr anfangt, ist egal. Wichtig ist nur, dass ihr dann immer 2 Fäden mehr pro Reihe weglegt und so bildet sich dann dieses Dreieck. Jetzt kann man das Dreieck schon sehr, sehr schön erkennen und jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen aufpeppen und zwar rahmen wir das Dreieck jetzt sozusagen nochmal ein. Und das machen wir mit Hilfe des Rippenknotens. Der Rippenknoten ist meiner Meinung nach der komplizierteste Knoten, also falls euch das irgendwie zu schnell gehen sollte, schaut auf jeden Fall nochmal mein Basic-Video an, da erkläre ich das nochmal ganz langsam. Wir starten jetzt hier auf der linken Seite und nehmen uns diesen ganz äußeren Faden. Das ist der sogenannte Führungsfaden. Um den wird nur geschlungen. Mit dem arbeiten wir nicht, sondern um den schlingen wir wirklich nur rum. Dann nehme ich mir jetzt den Faden daneben und komme dann über meinen Führungsfaden drüber und hier bei dieser Schlaufe wieder raus. Den ziehe ich mir durch. Meine Fäden sind jetzt gerade noch ziemlich lang. Ich habe euch aber dann die richtige Länge der Fäden vorne reingeschrieben, damit ihr nicht so viel Garnverbrauch habt. Aber ich habe das jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert. Um den zu vervollständigen, machen wir dasselbe noch einmal. Also wie bei dem Kreuzknoten auch, muss man den immer zweimal machen. Ich zeige es euch nochmal ganz langsam. Das bleibt weiterhin unser Führungsfaden, um den wird nur geschlungen.
Dann nehme ich jetzt den Faden daneben, komme über meinen Führungsfaden drüber und hier dann bei dieser Schlaufe wieder raus. So sieht das aus und das schlingel ich mir dann sozusagen nach oben. Und um den zu vervollständigen, mache ich dasselbe noch einmal. Heißt, das bleibt weiterhin mein Führungsfaden. Dann nehme ich wieder den anderen Faden, komme über den Führungsfaden drüber und hier wieder raus. Und das machen wir jetzt bis zur Mitte unseres Dreiecks, also heißt bis zur Mitte des letzten Kreuzknotens. Wenn ich dann in der Mitte angekommen bin, mache ich dasselbe nochmal spiegelverkehrt hier auf der anderen Seite. Bedeutet, ich starte jetzt mit dem rechten äußeren Strang und das ist jetzt mein Führungsfaden. Den verwende ich sozusagen nicht, sondern und dem wird wirklich nur geschlungen. Also den halte ich mir einfach nur fest. Dann nehme ich den Faden daneben, komme über meinen Führungsfaden drüber und jetzt einfach auf der anderen Seite raus. Also heißt durch diese Schlaufe hier. Das ist wirklich genau dasselbe, einfach nur spiegelverkehrt. Und dann, den halte ich nur fest, das ist mein Führungsfaden, schlinge ich mir den wieder nach oben. Und um ihn zu vervollständigen, mache ich dasselbe noch einmal. Ich gehe über den Führungsfaden drüber, komme hier auf der rechten Seite bei der Schlaufe wieder raus und ziehe ihn mir nach oben. Ich zeige es nochmal, das bleibt weiterhin mein Führungsfaden. Ich nehme den Faden daneben, komme über meinen Führungsfaden drüber, bei dieser Lücke hier raus und dann schlinge ich ihn mir wieder nach oben. Und dasselbe mache ich nochmal, um ihn zu vervollständigen. Im Prinzip machen wir jetzt nochmal dasselbe, diesmal starten wir aber hier auf der rechten Seite und knüpfen bis hierhin, also bis zu dem letzten, den wir gerade auch genommen haben. Und danach starten wir wieder auf der linken Seite und machen dann wieder einen mehr, sodass das hier wieder geschlossen ist. Der Rippenknoten ist meiner Meinung nach wirklich der komplizierteste Knoten. Wenn man den aber einmal raus hat, ist er tatsächlich auch halb so schwer. Also dranbleiben, Übung macht den Meister. Anschließend könnt ihr dann eure Fäden, wie gesagt, bei mir sind die jetzt noch sehr lang, ich habe es aber für euch natürlich umgerechnet, mal grob hier abschneiden. Lasst mal lieber noch ein bisschen zu viel dran als zu wenig. Das können wir dann, wenn es ausgekämmt ist, nochmal schön nachschneiden. Anschließend könnt ihr dann hier das, was ihr vorher an dem Buch festgeknotet habt, lösen. Das heißt, ihr macht das einfach runter und dann könnt ihr diese Knoten hier öffnen. Und jetzt können wir die Tasche zusammennähen. Dafür haben wir jetzt noch die schönen langen Fäden. Also schaut, dass hier, das muss später außen sein mit diesem Rippenknoten. Also heißt, das liegt jetzt hier nach unten. Und dann könnt ihr hier einfach entlang nähen mit einer dicken Wollnadel. Oder wenn ihr keine Wollnadel habt, dann geht es natürlich auch mit einer Häkelnadel. Dann zieht ihr euch diesen langen Faden hier noch nach innen. Ich mache das auch wieder mit der Häkelnadel. Das ist gar nicht so einfach. Und dasselbe machen wir dann natürlich auch noch hier auf der anderen Seite. Achtet darauf, dass ihr den Faden hier nicht zu fest zieht, damit das hier schön gerade bleibt. Und dann könnt ihr den Faden noch nach innen holen, das gut verknoten und dann anschließend mit einer dicken Wollnadel vernähen. So langsam kann man dann auch schon erahnen, was das werden soll. Das sieht jetzt schon mehr nach einer Tasche aus. Und wir drehen uns das Ganze jetzt mal um und dann kämmen wir uns hier diese Fransen nochmal
aus. Ich benutze da immer so eine Hundebürste, weil die sehr stabil ist. Kleiner Tipp, falls sich euer Makramee-Garn zu stark einrollt, selbst wenn ihr das mehrfach gekämmt habt, dann könnt ihr das auch einfach nochmal bügeln. Heißt, ihr macht da einfach ein Tuch drüber und dann könnt ihr da drüber bügeln und dann sollte das schön glatt werden. Ihr könnt das dann auch noch mit Sprühstärke verstärken und dann sollte das halten. Und dann können wir das jetzt nochmal nachschneiden. Wenn ihr das ganz, ganz genau haben wollt, dann könnt ihr natürlich ein Lineal hernehmen. Ich mache das jetzt einfach so Pi mal Daumen und lege mir hier den Kamm als Vorlage hin. Also wenn man das so ein bisschen anhebt, geht es meiner Meinung nach besser. Aber da müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr am besten klarkommt. Ja, ich würde sagen, das kann sich doch auf jeden Fall schon sehen lassen. Zu guter Letzt müsst ihr dann nur noch hier und hier einen Druckknopf anbringen. Ich habe jetzt leider keinen da, weil ich gerade in München bin und nicht zu Hause in Berlin. Und wer mag, kann natürlich auch noch hier ein Innenfutter reinnähen, nachdem er diese Fäden hier vernäht hat. Dann sieht das alles nochmal ein bisschen professioneller aus. Und fertig ist eure Makramee-Tasche. Ich hoffe, du bist mit deiner wunderschönen Boho-Tasche genauso zufrieden wie ich. Wenn ja, lass dem Video doch unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch noch viele weitere schöne DIY und vor allem Makramee-Ideen. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder.